Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Sonntags zeige ich euch ja immer die Legung, die ihr nachmittags kriegt für euer Sternzeichen. Eine spezielle Botschaft. Ich lege sie mit dem Lebensbaumsystem. Da braucht man so ein bisschen mehr die Intuition, da hat man keine Häuser. Ich hoffe, es geht euch gut und wir legen los. Ja, Stabilität, Arbeitsthemen sind hier dran, sich neue Türen zu öffnen, entweder am Arbeitsbereich, an den Themen, an denen man arbeitet, in der Umgebung, mit der Umgebung und auch irgendwo die Stabilität, die du hast, wenn du zu Hause in deinen Grenzen bist. Hier ist etwas sehr geklärt, hier steht etwas unter einem guten Stern. Gerade Umgebung, Arbeit, Häuslichkeit. Und hier gibt es auch einen Erfolg, den du dir einfangen kannst. Eine Energie einfangen, blödes Wort, einholen kannst. Wir gucken hier auch direkt drauf, ne? Das kann hier sein, dass sich etwas sehr stabilisierend auswirkt, dass sich dein Umfeld harmonischer gestaltet und dass die Früchte deiner Arbeit eben mal vorwärts gehen. Hier kann auch sein, dass du so einen kleinen neuen Traum hast irgendwie, für deine Lebensreise wichtig wird. Eine Idee kann im kleineren Bereich sein, die wieder Wachstum bringt, die dich irgendwie auch erdet, die auf Langfristigkeit ausgebaut ist. Ich habe hier dass irgendetwas, das hier oben ist für mich immer das zentrale Thema, eine sehr beruhigende Wende nimmt. Ne? Irgendwas, was dich innerlich aufgewühlt hat. Das kann was im Umfeld sein oder am Arbeitsbereich, auch mit Kollegen, das sich friedlicher gestaltet, das dir gute Energie und Harmonie zurückgibt und das dir hier sehr geholfen hat auf deinem Weg der Entwicklung, große Erkenntnisse gebracht hat. Das können, ich sage jetzt mal, Schau- oder Spielplätze sein, von Schatten, mit denen du immer einen Konflikt hattest. Ne? Da sieht man jetzt die Veränderung dran. Es gibt so Wege, die deiner Herzensangelegenheiten, die jetzt neue Chancen kriegen. Was man hier sehen kann, ist, dass man vielleicht für sich gut einstehen muss, seine Standpunkte überzeugend rüberbringt, aber dass tatsächlich hier alles, was dir am Herzen liegt, eine Wende kriegt. Für viele zeigen sich hier, deshalb liegt ja auch die Liebe, also im Prinzip müsste ich das untereinander legen, damit man alles sehen kann, aber das geht ja hier nicht, deshalb mache ich es in 2 Reihen. Und man sieht hier einen sehr großen Prozess, der kann mit Partnerschaften zu tun haben, mit Freundschaften, mit Themen, wo du bisher kein Glück empfunden hattest, weil dich da irgendwas innerlich aufgewühlt hat. Diese aufgeregte Energie sieht man hier, etwas hat dich belastet und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, aus dem kleineren Alltagsbereich heraus eine große Wende, eine große Bewegung wieder reinzubringen, die auch so Verlustthemen beinhalten, also Umbrüche auf dem, ich sag mal, auf der Seelenebene, aus der Starre in die Bewegung rein und aus den Hindernissen und Umwegen auch raus. Hier geht es darum, sich neue Kapitel zu öffnen,
auch wieder mit Überraschungen zu rechnen. Ich habe hier unten die überraschende Wende. Liegt hier im Beziehungsbereich, im Bereich aller Verträge, Möglichkeiten, Chancen, sich etwas verbindlich zu generieren. Und hier oben als tragendes Thema haben wir die Arbeit. Also es kann sein, dass dir hier auf dem Arbeitsbereich neue Türen aufgehen. Aus der Umgebung raus auch verbindlichere Kontakte auf dich zukommen. Es geht viel um Kommunikation. Es geht um Nachrichtenaustausch jeder Art und es geht hier auch um schicksalshafte Nachrichten. Das sind für mich immer diese Dinge, da rechnet man nicht mit. Die bringen irgendeine Situation ins Wanken, um sie dann neu fruchtbar zu gestalten. Und hier habe ich wirklich die positiven Überraschungen. Etwas, für das du gearbeitet hast oder wo du lange ein Fundament erbaut hast. Das zeigt sich hier als äußerst schön. Eine Herzensangelegenheit, die wieder vorankommt. Einen Liebesblues, den du ablegen kannst. Eine große, große Entwicklungschance für geistiges Wachsen. Und zugleich auch irgendein Prozess, wo du ja möglicherweise längere Zeit dafür gebraucht hast, etwas in eine stabile Phase zu bringen. Und wenn es dann da ist, es dann auch zu halten. Ne? Also nicht dieses schnelle Glück, dass man sich einmal erwirtschaftet und schwuppdiwupp ist es weg, sondern hier kommt etwas Ausdauerndes, Langwieriges, verbunden mit überraschend guten Nachrichten. Und es ist sehr passend, denn wir haben mit dem zunehmenden Mond die Verwirklichung des Wachstums und auch den Fokus auf die Dinge, wo vorher Verzögerung, Traurigkeit, Verlust oder sogar Unglück empfunden wurden. Moment. Amospfeil, für irgendwas brennst du wieder, du verliebst dich in etwas, in eine Situation, in einen Menschen, in etwas, wo du sagst, ja, ich könnte mich den ganzen Tag damit beschäftigen, es tut mir einfach gut. Es öffnet mir auch mein Herz und meine Sinne und bringt mich hier in ein anderes Gleichgewicht. Wunderbar. Dann nehmen wir noch ein Engelchen. Sind hier zwei gekommen. Sei mal hier ganz leise, dein Herz hat dir etwas zu sagen und sende aus, was du empfangen möchtest. Ne? Vielleicht weißt du nicht so ganz, was dein Herz dir sagen möchte, deshalb komm in die Stille, die Energie wird hier auch ruhiger und dieses man erntet, was man sieht, da ist so viel dran. Ne? Hier sendet das Engelchen Liebe aus und es kriegt Liebe zurück. Genauso kannst du Zwietracht aussehen, dann kommt auch Zwietracht zurück. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ein ganz einfaches Prinzip. Ne? Okay, ihr Lieben, denkt daran, heute Mittag, 15 Uhr, kriegt ihr das für euer Sternzeichen, diese Art von Legung. Sie nennt sich Lebensbaum bei mir und sie wird ganz gerne geguckt und sie ist jetzt auch gewünscht worden. Deshalb habe ich sie gemacht. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir gern, lasst es mich wissen, was ihr gerne öfters mal sehen würdet oder wieder, was ich vergesse oder vernachlässige. Ich drücke euch bis morgen.